Hallo liebe Leute, von ja vielleicht noch ein bisschen aus dem Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber LeKris. Herzlich willkommen auf Kanal. Herzlich willkommen zum kleinen Freitag. Und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Nachweihnachts- und Vor-Silvesterzeit. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit soweit gut überstanden. Und ich dachte mir, so zwischen den Feiertagen kann man ja mal ein bisschen was anderes streamen, als das, was ich normalerweise mache. Den normalen Streams geht es dann im neuen Jahr wieder weiter. Und ich habe mich so auf YouTube ein bisschen umgeschaut und festgestellt, dass in den letzten, ich weiß gar nicht, 3, 4 Monaten immer mehr Leute angefangen haben, The Stanley Parable zu streamen oder zu spielen auf YouTube oder so. Darunter eben auch Kayana oder eben auch GNU, was ich total interessant finde. Ich habe auch andere YouTuber oder Streamer gesehen, die gesagt haben, hier, No Commentary, Full Playthrough in 2 Stunden. Und dachte ich mir, ist ja eine interessante Geschichte. Ich habe das Spiel schon mehrere Mal durchgespielt, also nicht das Ultra Deluxe, sondern das Originalspiel. Und habe es dann nochmal gestreamt und habe 3,5 Stunden gebraucht, um die Enden zu zeigen, die ich kenne. Deswegen sehr interessant finde, dass die Leute sagen, okay, in 2 Stunden hast du alles gesehen. Finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich habe sehr lange auf The Stanley Parable Ultra Deluxe gewartet für den zusätzlichen Content, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es eines der besten Spiele ist, die es gibt. Und als es dann rauskam, habe ich da angefangen zu streamen. Das war im Mai 2022. Da habe ich 2 oder 3 Streams gemacht. Da sind wir ungefähr jetzt bei 5 bis 6 Stunden. Und da habe ich schon den neuen Content, zumindest den ich gefunden habe, haben wir schon gespielt. Und ich dachte mir, der Vollständigkeit halber, spielen wir jetzt die anderen Enden, die ich bis dato noch nicht gespielt habe, mit dem Ultra Deluxe Ding. Spielen wir nochmal nach. Ich denke mal, sind so, weiß nicht, 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder so. Wir gucken mal. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin neue Enden, was ja durchaus möglich ist. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt ins Game rein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen bei The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oder Ultra Deluxe, wie man auch immer das nennen darf. Meines Erachtens ein sehr stark unterschätztes Spiel, weil es eben echt unfassbar viele Enden hat und eigentlich auch echt Spaß macht. Und von daher eine Sache ist, der man sich gerne auch mal mehrere Stunden widmen darf. Ich finde es immer ganz cool, wenn Leute das im Stream spielen. Aber offensichtlich hat das wohl sehr lange gedauert, bis es die Aufmerksamkeit bei größeren Streamern irgendwie, ja. Okay. Was muss ein neues Update sein, kenne ich nicht. Bitte passt den Regler so an, dass die Nummer 5 zur 9 wird? Hä? Was? Oh. Hä? Was ist denn, wenn ich das nicht bin? Egal. Das war super unnötig. Bitte passt den Regler so an, bis du aufhörst, den Regler anzupassen. Bestätigen. Welches der beiden ausgedachten Wörter findest du ansprechender? Okuboinkal oder Skrumtusch? Okuboinkal finde ich gut, was immer das ist. Was? Bitte passt den Regler nicht an. Okay. Weißt du, welche Uhrzeit es gerade ist? Ja. Ist die Uhrzeit, die gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ja? Was ist das? Was ist Zeit überhaupt? Ja. Natürlich, was sonst? Gibt es etwas über dich, das du mir noch nicht erzählt hast? Nein. Hilfe. Nein. Wirst du zurückkommen, um mich zu besuchen? Ja. Wofür war das jetzt notwendig? Ach ja, genau, wir sind ja bei The Stanley Parable 2. Wir haben ja neue Inhalte freigeschaltet. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ist jetzt ja das andere Stanley Parable. Irgendwie. Wer wissen will, wie wir da hingekommen sind, kann sich gerne meine vorherigen Streams angucken. Entweder gibt es noch als VOD auf Twitch oder demnächst, wahrscheinlich heute oder morgen, auf YouTube. Den ersten Teil gibt es schon, die anderen beiden Teile folgen. Jeweils roundabout 2 Stunden. Dann können wir ab der Stelle ja weitermachen. Finde ich gut. Finde ich total super. This is the story of a man named Stanley. Ja, das kennen wir ja nun schon. Stanley worked for a company Die in a big building Ballons. where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple.
He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. So fängt eigentlich jeder And Durchlauf although an. others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, Yep. as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company Get had well this someday. happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Genau, das ist so die Vorgeschichte und wie gesagt, wer nicht weiß, wie das Spiel funktioniert, kann sich meine folgenden Streams angucken. Was ich nochmal bemerken möchte, falls ich es vorhin noch nicht erzählt habe, das Spiel wurde von Grund auf neu gemacht. Das ist ursprünglich die Valve Engine bzw. die Source Engine, auf der das Spiel ursprünglich beruht. Aber die haben das komplett neu gemacht und haben alles in Unity umgesetzt. Und deswegen haben sie gerade wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten. Wir können uns zwar All of his ducken, co-workers were gone. aber wir können nicht springen. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Genau, das ist so das ganze Geschehen an der ganzen Geschichte. Ich finde es witzig, dass hier einfach so ein Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Farted, sehr geil. Also ich finde es so witzig, dass da noch ein Scheibentelefon, also ein Wähltelefon steht, das so eine Wählscheibe hat. Haben wir die Computer schon ausgeschaltet oder bedient? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Meeting today. Figurines Finders Committee in the meeting room. Genau, wir wollten ja noch... Ah, da ist der Eimer wieder! Das heißt, wir können den Eimer wieder mitnehmen. Das ist ja super. Das ist ja total geil, weil der hat nämlich... das ist so der Beruhigungseimer, den man mitnehmen könnte. Wo ist er denn jetzt erst? Zack. Ah, nehmen wir den nochmal mit? Um dann andere Dinge zu tun? Ich weiß es gar nicht. Weil wir können auch Sachen ohne den Eimer nochmal durchspielen. Oder eben alle Enden mit diesem Eimer spielen. Is Stanley without the bucket really Stanley at all? No, no, surely not. Genau, ohne den Eimer sind wir praktisch gar nichts. Das stimmt wohl. So. Hier hängen überall noch die Ballons durch den neuen Inhalt. Wir haben 2 Türen. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Haben wir mit dem Eimer schon das Originalende gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte aber eigentlich andere Enden machen. Wir haben ja den Beruhigungseimer. Der kann uns ja nichts. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Okay, das ist unbedingt der Weg, weil der Eimer uns das sagt, das ist unbedingt der Weg in die Meeting Room. Unbedingt. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. Auf jeden How Fall. insightful the bucket turned out to be. Ach, ein wunderschön. Können wir die Tür zumachen? Na, schade. Wir können das auch nicht umdrehen. Das ist halt aber so vom Spiel gewollt. Truly, being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right, then walking to the lounge, then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Was für eine unfassbar großartige Geschichte, was für ein tolles Abenteuer, das wir mit dem Eimer gerade haben. Ganz hervorragend. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Genau. Total toll.
Kommt noch was? Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Unbedingt. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. Ja, natürlich. Wir haben bestimmt eine ganz besondere Beziehung. Die Lounge und der Eimer. Eine ganz, ganz ähnliche Beziehung. Wie ein altes Ehepaar. Unfassbar. Und deswegen haben wir beschlossen, dem Eimer hier so viel Zeit zu geben, wie er nur braucht. Ganz, ganz toll. Aber wir gehen jetzt auch weiter, weil hier wird auch nicht mehr viel passieren. Aber das war trotzdem für den Kommentar sehr schön. Finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. Nee. Ich bin mir nicht ganz sicher, No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Ja, aber ich möchte eigentlich gar nicht zum Cargo-Lift. Ich möchte eigentlich zum Eimer auch widersprechen. Ah, weil da unten... Kann ich hier runterfallen? Wahrscheinlich, ne? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Block B ist ja noch. Mann, da... Nicht zum Cargo-Lift hin. Ich will doch einfach so runterfallen, einfach das Spiel beenden. Und dann glaube ich auch noch gar nicht gemacht. Ist halt auch ein Ende. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das ist so geil, dass der Eimer immer noch da steht. Ah, da! Awaiting Input. Das ist ja super. Aha, Input Received. Okay. Müssen wir bloß die anderen Computer finden, die die restlichen 4 Punkte haben. Weil das ist auch nochmal ein zusätzliches Ende tatsächlich. As Stanley lifted his bucket, he felt a connection to all buckets everywhere. This adventure, he decided, was for all of them. Ich glaube, wir sollten einfach mal alle Enden mit dem Bucket Stanley durchspielen. clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room. Genau, das hat But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Ja, und And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Nein. Was this? No, never mind. The bucket was wrong. Genau. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Nein, 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 nein. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. Genau. The cargo lift, yes. Go there. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Aha. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Okay. Komm ich hier rein? Oh, wir bräuchten noch Parts. Haben wir aber nicht. Da hinten ist die Tür offen. Und die wollte ich eigentlich besuchen. Die habe ich, glaube ich, im Ultra Deluxe Durchlauf noch gar nicht. Und gar nicht mit dem Eimer. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right No there that buckets says, past this "No point." buckets past this point." Geil. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Ja, dachte Unless- ich. What if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I Okay. suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if Wirklich? not addressed quickly and properly. Okay. So much of the impact of the story is dependent on your Was? understanding of what is and isn't a bucket. Ja, dann erklär doch mal. Step in here for a moment. Okay. Okay. Aber, oh, ich glaube, das hatten wir schon mal. What is this a bucket? Now then,
I'm going to run you through some test scenarios. Oh nein, nein, das kann ich ja nicht. Whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay. Okay, let's begin. Ja, das ist... Item 1. Is this a bucket? Sieht genauso aus wie das, was ich trage. Unbedingt, das ist definitiv ein Bucket. Incorrect. Was? It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Was? Okay. Item 2. Is this a bucket? Kann ich hier runter, um jetzt anzugucken? Nein? Ja. Nö. Correct. Ah. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Okay. Und wie unterscheide ich den Bucket jetzt von dem richtigen Bucket? Oder gibt es ja keine richtigen Buckets bei dem Spiel drin? Item 3. Is this a bucket? Nein. Das ist falsch? This is a bucket. Was? Woher weiß ich das denn? Ja, das ist... Is this a bucket? Nein! Correct. This is a tractor and not a bucket. Das To be stimmt. honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was Ja, ja, starting to okay, get das verstehe concerned ich. that even this might be too much for you. Thank you for not making me an idiot. Next one. Ah. Hä? Is this a bucket? Nein! Das ist falsch? This is a bucket. Hä? Spiel! Was tust du mit mir? Item 6. Is this a bucket? Ja. Trick question. Both. Gotcha. Das ist richtig unfalsch. Hä? Okay. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Das ist ja voll gut. Ja. Das kann man nicht untergehen, ne? Hallo. Das Einzige, was ich kann, ist ja Knöpfe drücken, deswegen... Das ist falsch. You and I both know there isn't anything here. Ja, richtig. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket. And we both clearly know that a bucket is something. Okay, ja, and therefore okay. Nothing could possibly be something. Er hat einen Punkt. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Nein, eigentlich nicht. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago, I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Oh. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Nein. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. Lass den Eimer da. I'm sorry, but I'm going to erase all Nein, bitte nicht. Ich brauche den Eimer. Okay, here we go. Nein. Ich brauche doch den Eimer. Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Cool. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. Offensichtlich, denn du bist ja doch da. You're still here. You're not a bucket either. Das ist auch richtig. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. Okay. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. Ja, das ist schlecht. So, tell you what. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets. Ja, okay? bitte. And we'll know that it's all a bucket. But Ja. if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person. All right, here we go. Okay, okay. Gut. Offensichtlich wissen wir, das gesamte Spiel und alles in diesem Spiel ist ein Eimer. Außer Stanley, weil das sind ja wir, und der Erzähler.
Der ist auch kein Eimer. Das kann man jetzt tiefenpsychologisch analysieren. Ich weiß aber nicht, ob wir da zu einem Konsens kommen. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, herrlich. Das war ja besser, als ich erwartet hatte. Ich weiß gar nicht, ob wir das... Oh, schön. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit diesem Bucket-Ending schon hatten. Das kommt mir aber nicht bekannt vor. Das kann aber auch daran liegen, dass ich das Spiel zum letzten Mal im Mai 22 gespielt habe. Genau, lasst uns herausfinden, was man als Bucket-Liebhaber alles so... Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Das hatten wir schon. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Wir machen den ganzen Quatsch nochmal. Also wir werden uns nicht umbringen. Wir werden darum runterspringen. Genau. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking. Keine Ahnung, warum der eine It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Das ist richtig. But Stanley chose not to think about this obvious fact. Es sei He was denn... firmly convinced that the bucket had spoken to him. Ja, ja. And he unthinkingly did whatever the bucket asked. Das machen wir eigentlich nicht. Aber interessanterweise wissen wir ja mittlerweile, dass alles ein Eimer ist, außer Stanley und der Erzähler. Und somit können ja auch... In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Also somit kann ja... Stanley once again obeyed blindly. Ne, eigentlich nicht. Aber so kann ja auch jedes Sprachsample, jedes Objekt in diesem Spiel, was ja offensichtlich ein Eimer war, auch ein Eimer sein. Deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass... Oh, was ist denn das? Wie kommen wir denn dahin? Da ist ja ein Schacht, den ich noch gar nicht gesehen habe. Wie komme ich denn mit dem Lastenaufzug auf das Brett und dann da drauf? Leider ist da ein Tor, also ein Dingenstor. Das ist ja interessant. Da muss man doch irgendwie hinkommen können. Das triggert mich aber hart. Der Weg ist, an dem ich nicht... Also das triggert mich sehr, sehr hart, muss ich mal so sagen. Das ist ja, wie kann man das tun? Gibt es eine andere Situation, die dazu führt, dass das Ding da weg ist oder so? Das ist ja maximal interessant. Aber wir können ja nur dem folgen, was der Eimer jetzt sagt, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ich habe zumindest keine gesehen. Die Türen hinter uns gehen ja sowieso nicht mehr auf, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben. Das ist ja für das Spiel normal. Also gehen wir hier. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Da ich das noch nicht gemacht habe, mache ich das jetzt einfach mal. Normalerweise müsste ich jetzt das Stromkabel abziehen. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. Ja. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Ja. Oh, 427b. Wir haben eine Klingel. Können wir da klingeln? Hallo, jemand zu Hause? Ich glaube, wir wohnen hier. Das ist unsere Wohnung. Oh, das ist aber eine schöne Wohnung. Oh, 8. I played the demo. Mind Control Facility. Oh ja. The Freedom Ending. Adventure awaits. Narrator Airlines Official. Geil, was ist das denn? The Beige Pages. Die beigen Seiten. Aber wo ist denn unser Eimer? Also unsere Wohnung ist ja auf... Oh, ist das riesig. Oh, mit Kopfhörern. Neu moderne Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer. Das ist eine richtig schicke Wohnung. Also mehr oder weniger. Wir können uns Tee kochen, Kaffee kochen.
I like. Nee, I like, I just. Was? Sunset. Telefon. Fernseher. Oh, da ist ja mein Bucket. Hallo, mein Bucket. Hallo, Stanley. Ich bin jetzt dein Eimer. Drücke R, um mich zur Arbeit mitzunehmen. Oh nein, das ist ja genauso wie mit der Frau, bloß halt als Eimer. Ich kann halt auch nichts anderes mehr machen, außer R zu drücken. Also ich kann mit nichts anderem wirklich interagieren. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Wir gehen jetzt quasi zurück zu unserem Arbeitsplatz. Ach, das ist ja auch crazy shit. Da ist ja mein Bucket schon wieder. Hi, Bucket. Drücke H, um mich zurück nach Hause zu nehmen. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Der Erzähler redet schon über Stanley, der redet nicht über den Eimer, oder? Also er redet über uns. Oh, aber ein Eimer steht auf dem Tisch. Hallo Eimer. Ja, wir haben sogar ein stilvolles Bild von dem Eimer gemalt. Drücke X, um zurück zur Arbeit zu gehen. Okay. Well, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. Vollkommen korrekt. Ja. It doesn't do anything else. Ja. Hör nicht auf den lauten Mann. Drücke J, damit wir wieder nach Hause gehen. Das ist ja großartig. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Ja, der Eimer ist unser einziger Freund. Er ist jede Zeit da für uns. Er hört uns zu. Er begleitet uns. Er gibt uns Sicherheit und Frieden. Er ärgert uns nicht. Der Bucket ist, also der Eimer ist unser fester, einziger Freund. Drücke O, um alles in deinem Leben außer mir zu ignorieren. Sad. I suppose he doesn't need me anymore. Nee, Erzähler, tut mir From now leid. on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Ja. Well, I'll give it this. The bucket Ja, does so. have a nice shine to it. Ja, genau. Sollte man nicht ignorieren, der glänzt wirklich schön. Du hältst mich für real, oder Stanley? Drücke O, um wieder nach Hause zu gehen. Was mache ich auch abends in der Yes, I Firma? suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's Richtig. just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Genau. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Ja. Du hast es erkannt, Erzähler. Drücke O, um denselben Tag mit mir wieder und wieder zu erleben, ja. Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Nein, es ist mehr als nur Why ein do I feel Eimer. some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular Ja. bucket? Nein, es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Drücke U, um nach Hause und zur Arbeit und nach Hause und zur Arbeit und nach Hause zu gehen. Ja. Oh no. I'm having feelings. Endlich versteht er mich. Endlich. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. Ja, genau. The bucket could tell me what to do in this troublesome Genau. situation. So ist das. Genau so. Der Eimer wird dir sagen, was du in dieser verwirrenden Situation zu tun hast. Schönes Candlelight-Dinner. Oh. Ja, ich gehe sogar mit dem Bucket, mit dem Eimer ins Bett. Weil das so ein schöner Eimer ist. Ist das nicht was Feines?
Stanley, give me the bucket. Nein. Give me the bucket, Stanley. Das ist, I need it. nein, das Give ist, it to me now. Give it or I'll... Nein, das ist mein Eimer. Ich weiß ihn. Oh, ist das wild. Ich kann nicht zurück. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt dann nicht der Erzähler hat den Eimer. Das wäre super, super schräg. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Eimer ist wieder da. Das ist schon mal, das ist sehr, sehr wichtig. Oh, hier ist die Abspannung ist weg. Das heißt, wir können die anderen Enden, die wir kennen, auch nochmal mit Eimer beginnen. Das ist ganz hervorragend. Diese Eimer-Enden, die sind ja... Die sind ja Stanley thought to himself, this is a bucket. Ja. And indeed it was. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Auf jeden Fall, nein. Never mind. Ich könnte natürlich das ganze Ende mit der Tür eben nochmal machen und dann die richtigen Antworten anklicken. Aber ich glaube, dass das keinen Unterschied macht. Garantiert genauso enden, wenn ich mir die Lösungen jetzt gemerkt hätte. Also wenn ich jetzt da zur Tür nochmal gehen würde, um dann die richtigen Antworten auszuwählen, die ich mir sehr wahrscheinlich gemerkt habe, das würde wahrscheinlich an dem Outcome nichts ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie kommen wir da hin? Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ich finde es schwierig. Ich habe noch keine richtige Lösung dafür, aber mich triggert das sehr. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Hatten wir gerade. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Yeah. Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Ja, total witzig. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? No. Comedic timing is so difficult. Ja, das stimmt. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. Was? It's sitting right here. Let's take a look. Es gibt ein Lehrvideo über Comedy Timing. What is comedic timing? Oh, wie gut! What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Nein. Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Ooh. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. Was? These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. Das ist ja stark. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds,
and no less than 13 and a half. Okay. Pausing only for bathroom breaks when necessary. Okay. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Ah, ist das gut. I'm Johnny with the funny. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several Auf jeden times. Fall. Just to ensure the survey taker is actually paying attention Ganz and not wichtig. simply filling in answers at Ganz random. wichtig. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter. Ich glaub and ja even nicht, triple aber die over Idee ist laughter gut. In no time at all. Ja. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threatened our very existence, and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Wann genau ist dieser Twist passiert? Okay, wann genau habe ich den Twist verpasst? Hey, goodness, this video is a little outdated, Also, isn't it? Well, no matter. bisschen. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So, with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Das ist interessant. Ich muss mal eben ganz kurz. Kann ich von hier aus nicht machen. Ekelhaft. Habe ich das denn hier irgendwo offen? Zack, weg damit. Brauche ich nicht. So, back to game. Ich finde es nicht so geil, wenn ich hier mit Werbung so gespammt werde. Dieses, oh, ich kann dir mehr Viewer geben, das sind auch alles echte Leute, bla bla bla. Gesülzt, dann kriegst du irgendwelche generischen Sachen. Nee, das muss man nicht. So, zurück zum Game. Wir gehen jetzt komplett zurück, um das Ganze noch komödiantischer erleben zu können. Das Doofe ist, wir können jetzt nichts mehr machen, weil es alles abgesichert ist. Also komplett einfach alles. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. Okay. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we have the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Das stimmt. Was wären wir ohne dieses Werbevideo? That's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Okay, wir können halt nichts machen. Das ist einfach alles abgestellt. Das heißt, wir glitschen uns jetzt irgendwie raus. Wir können nicht mal die alternativen Türen nutzen. Also wir müssen komplett den Weg zurückgehen. Nun gut. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Ja, dann gehe ich wieder nach rechts. Oh, was ist denn das? What? We're back at the phone already?
No. What's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. Ja. There was supposed to be a build-up to Ja. this point. A dramatic display of remarkable comedic wit, which Ja. culminates in this scene with the phone. Ja. Now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. Kommt er ja gar nicht. Egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... Oh nein. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Okay, das nochmal? What? We're back at the phone already. Okay, ich muss nach links gehen. Okay, gut. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Okay, ich muss nach links gehen. Geht ja nicht anders. So. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Was? Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Ach so! Yes. Well, let me try that again. Das ist gut. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Also das ist das eigentliche Ende, aber eben mit Eimer. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Ja, Bucket. Stanley, this bucket is so metal. I think I saw it playing guitar. No. Stay away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of it. I'm no good at these jokes. Oh nein, das ist ja hervorragend. Ja, auf jeden Fall. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Mhm. Let's see. Sorry, Leroy. Oh nein. Oh, schön. Wir machen das Ganze nochmal, aber nicht ganz so. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Ja. Natürlich, das ist meins. Hier 2.7. Hat sich noch nie was dran geändert. Ich feiere die Bucket-Endings viel zu sehr, als ich sollte. Also viel zu viel. Das ist ja der ganz hervorragende Enden. Und wie viele zugekommen sind zu jedem Standardende, also das Standardende, zu jedem Ende, das ich kenne, gibt es offensichtlich nochmal ein Bucket-Ending. Wie geil ist das denn, bitteschön? Finally, yes, the bucket. Yes. I love that bucket. Genau. Oh. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Nein, wir gehen jetzt hier This hin. was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it... No, never mind. The bucket So, da vorne haben wir alle Möglichkeiten mit Eimer durch. To go back to the meeting room. Und genau das machen wir jetzt auch. Das wird wahrscheinlich nichts ändern. Also wir haben natürlich noch den so hier. The two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Da könnte ich aber jetzt runterfahren. Das wäre auch möglich. Aber wir gehen geradeaus. Ich glaube, das ändert auch noch mal was. Könnte auch sein, dass wir jetzt ein normales Ende bekommen. Auch das ist möglich. Aber ich meine, selbst hier vom Weg abzuweichen ist... How we can find them. Trust the completionist instinct. Das ist schon mal gut. Das mache ich die ganze Zeit schon. Small floating object have appeared across the office. We have synergized our resources to ensure retrieval. There are many questions. There was no memo from management. Oh.
How can you tell you've spotted one? What makes them float in the air and who took these pictures of them? Ja, diese Figürchen, stimmt, die gibt's ja immer noch. Stimmt, ja. Stimmt. Oh, hier ist auch so viel Kram und so viel Infos, die man lesen könnte, wenn man denn wollte. Collecting is sexy. Beware the false prophet. Mission status. Nearby a fireplace. Was? Ich kann mit dem Eimer in den Broom Closet gehen? Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it. Oh ja, das gehört richtig da rein. It belongs in the Genau. broom closet. That's what the broom closet is trying to say. Genau. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. Das können wir nicht. Getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? Absolut frech. That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I'd never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Was wir alles erlebt haben. Unfassbar. Point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Wir können jetzt dem Broom Closet oder der Besenkammer einfach alles erzählen, was wir, Stanley, also ich, Stanley und der Eimer schon alles erlebt haben. I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. The property of Stanley, wie geil! No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your wandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Ah, mir kommt das so bekannt vor, haben wir das schon mal gemacht? Wenn es halt schon über ein Jahr her ist, man vergisst ja so viel. I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well, because I think it's appropriate. Okay. See, I feel that it works because the sticker is also a bucket. Ja, das ist super. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. Ja, das ist ein Eimer. There really is a wide variety of applications for this sticker. Oh, das ist ja super. Fällt ihm noch irgendwas ein oder darf ich jetzt wieder gehen? Das ist ein bisschen, also ist doch noch besser als das Broom Closet Ending an sich. I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us a silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Tschüss, Erzähler. Ich komm gleich nach. Ist ja mega. Oh, das ist also. Vielleicht kann der ein oder andere eventuell nachvollziehen, warum ich das für eins der besten Spiele ever halte. Oh, es ist so schön. Es ist einfach so schön. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Genau. Ah, ja, das ist die Toilette. Das ist klar. Wieso kann ich hier noch mal nach unten gehen? Das verstehe ich bis heute nicht. Aber jetzt ist vorbei.
ich mir das hier schon mal angeguckt? Fährt der Fahrstuhl hier irgendwo hin? Ich glaube auch. Ja, okay, auch hier fährt er nirgendwo hin. Okay, hätte er sein können. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would, and he knew it. Yeah. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Ja, Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Ja, ja. Also das hat sich auch nicht geändert. Das ist auch okay. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. By sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Yep. Was the bucket Yep. guiding him? Ja, Yes, this is certainly the most logical explanation. auf jeden Fall. Ja, And there it is. The last. der letzte Stiggly Wiggly. Alle. Moment, Stanley. Geil. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. Ja, I would tell you that I'm proud of you for Ja. collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. Oh. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Okay. Aber ich habe alle. Das ist doch cool. Ich meine, gibt's kein Achievement für? Bisschen tragisch ist das ja schon. Aber immerhin habe ich alle. Das heißt aber, dass ich hier mit dem Eimer noch nicht gewesen bin. Also, glaube ich nicht. Und da stand ja auch, das near the fireplace. Das war ja hinter dem Fireplace vom Chef. Das ist ja schon richtig. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if Genau. not for the bucket. Ja. Soothing him, comforting him, Ja. reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Schade, ich dachte, es würde echt noch was ändern. Aber irgendwie- Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. das machen wir jetzt auch. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the butler, just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which Oh, sehr gut. safely cushioned his fall. Das ist praktisch. Now, what to do next? Stanley wondered. Das ist eine gute Stanley and the Frage. bucket could find no way out of this enormous Nee, pit, gibt and ja so auch keinen. eventually they decided that the best thing to do Ja. would be to simply get comfortable down here. Okay. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here. Okay. Cold, perhaps. Hier ist ja wirklich eine Couch. After Hä? some time had gone by, they installed a few shelves Woher as well, denn? Aus dem and a sort of Nichts? kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. Was? But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all.
He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. Nein. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. Oh! The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket. Ja. It was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. Das stimmt. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. Ja. It's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. Das ist ja The voll two of them gut. waited for a very long time. Ah, das ist ja auch echt ein geiles Ende irgendwie. Wo kamen plötzlich die ganzen Objekte her? Aus dem Nichts? Wie kaputt muss man sein? Das war ja strange. Muss ich eventuell nochmal ohne Eimer ausprobieren. Was ist das denn? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figures. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Ja, ist ein Achievement, Yes, ne? I know we're supposed to be telling a story. Ja. But won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Wie krass. Alter. Alter. Was ist das? When Stanley found the collectibles. Alter Vater. Jetzt noch ein Telefon. Kann ich hier durch? Nee, leider nicht. Also schon schön auch, ne? Now remembering. Ja, das muss ja Jahre her sein, als wir alle Collectibles gefunden haben. Ah, the Memory Zone. Doch, hier sind wir doch schon gewesen. Ach ja, stimmt. Mit den ganzen Erinnerungen. Zone, Sweet Zone. Audience Award, Stanley Parable, wie cool. The British Academy of Film and Television Arts awarded the Stanley Parable. The Last of Us. Ah, good times. Ja. The Stanley Parable is the original remake. In loving memory of the Stanley Parable. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Ja. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? Guter Punkt. We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Kann ich hier reingehen? Wahrscheinlich, ne? Sollte ich das tun? Gibt's ja auch, can you find... Oh, ich habe keine andere Wahl mehr. Abgefahren. Eine Alternative? Ah, da ist das erste Collectible. Oh, ich muss da gar nicht einsammeln. Ich kann ja auch hier hingehen. Oder? Executive Bathroom.
Da ist ja noch eins. And here was a second Stanley. 7 von 6. You Ich hab... found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them. Das ist aber ehrlich. 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Oh nein, jetzt habe ich wahrscheinlich einen verpasst. Ich hätte 8 haben können. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini-Stan? Can you remember? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Ja gut, okay. Hey, that's exactly right. It was here, under the stairs. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Das heißt, ich muss jetzt alles 3-mal einsammeln, oder was? Hier. Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room. Ja, ich auch in the nicht. memory zone, so it must have happened. Ja, genau. Ich kenne diesen Raum auch überhaupt gar nicht. Wann genau sind wir in diesem pinken Raum gewesen? Das ist ja super weird. Aber offensichtlich haben wir dort die Figur gefunden. Es ist schließlich im Memory Room, also muss das so sein. Was zum Henker? This was the 5th mini-Stan, and this one was really something special. It was by the red and blue doors. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Echt? Enjoy. Nein. Ist das geil. Ist das gut. Alter. Abgefahren. Oh, ich hätte es schon viel länger zu Ende spielen sollen. Also, zu Ende. Ich hätte es ja schon viel früher machen sollen. Geil. Das ist ja absolut Premium. Best Boyfriend Narrator. Takes you back, doesn't it? Ja. I spent a lot of time making that video, but Ja. it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything Ja, else. auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist es egal, wo ich lang gehe, ne? Ja. Das ist ja super. Das ist, wenn man jetzt nicht so wirklich eine Choice hat, tatsächlich. Und das war hier near the And then, fireplace. Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here behind the boss's Jetzt fehlt mir die office. 12, This memory Alter, is weil the ich most erst nicht distinctly eingesammelt clear habe. in my mind. Perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Ja, ja, das stimmt. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. Ja. They're all collected. Das sind alle, It ja. was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Aber wahrscheinlich ist es egal, wie viel ich eingesammelt habe oder hätte. Es macht einfach... Oh lol. You are in the present. Oh nein, die Kamera zeigt And nicht. then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Ja, wir hätten 12 haben können, weil ich den ersten nicht mitgenommen habe. Ach, wie ärgerlich. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Wie der Stop the Ladebalken loading auf. screen. Ah, wie Isn't there some geil! way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Ah, das ist ja mega lustig.
Jetzt kann ich alle nochmal einsammeln. Okay, yes, the back of the boss's office. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Oh, wir sammeln ja wirklich alles dreimal ein. Das ist ja... ist das blöd. Also irgendwie And gut, aber... here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Wie lustig. Yes, I love that video. Ah, wie gut. Ah, alles nochmal in doppelter Geschwindigkeit. Ja, wie gut. Ja, der pinke Raum ist immer noch Still don't remember seltsam. the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Ich auch Good room, nicht. though. A solid room. Und das auf jeden Fall. Das ist ja wild. Das ist ja richtig gut. Oh, das These ist really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. Das I'm hätten very halt 16 glad sein we können. resisted the temptation. Next one. Oh, das ärgert mich wirklich. Kann ich hier nochmal lang gehen? Das ist bestimmt dann anders, oder? Da geht's gar nicht weiter. Weil im Warehouse gar kein Stanley ist, also kein Wiggly. Ah, interessant. Gut zu wissen. Oder der Rückweg war für mich halt anders. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Weil die Keep Zeit, going. weil die Zeit halt immer This is it, the voranschreitet. very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Das ist ein Exit sein. Ich kann wieder zurückgehen. Aber warum sollte ich? Also was macht das? Hier es gibt nichts mehr zum Sammeln. Ich komme nicht mehr zurück. Okay. Warum sollten wir denn noch weiter zurückgehen? Was hat das denn für einen Sinn? Can you find them? Can you find them? Collect them all. Okay. Ah, hier sind wir. Collectibles. Ah, okay, es geht aber nur noch. Ah, okay, der Rest ist ausgeblendet. Na gut. Das ist ja krank. Also witzig, aber. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. Ja! I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Landensprünge 0. Ah, da hinten geht's weiter. Oh, jetzt gehen wir alles zurück, bis es wieder ganz am Anfang ist, oder wie? Das ist aber doof. Ich habe noch ein paar Eimer Enden zu spielen. Entschuldigung. Oh, yes. The two doors. Who could have forgotten that? A classic memory. Auf this jeden one. Fall, ja. Okay, es ist egal, wo wir lang gehen. Und unser Büro. Oh nein. And before everything else, there was your office. Ja. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Okay, und was denn? Weil ich weiß nichts. Yes, I'm remembering something now. Hä? I remember before this whole story got started. Back then I was different. Was? I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I Eh? weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley?
Was I lonely? Oh, Yes, interessant. perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. Aha. And Stanley really did make for a wonderful companion. Ja, oder? Even if he was a fiction. Egal. But I suppose it's grown old. Was? I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Hä? Was war das denn? Okay, aber ich werde ihn aber trotzdem mitnehmen. Aus One man, Gründen. one bucket, one chance to seize their destiny together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Nein. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Das heißt also, wir And machen here jetzt... it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the... And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist das jetzt der... Also so wie der Erzähler es erzählt hat, ist das jetzt der allerletzte Durchlauf? Also der allerletzte? Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Geht das aus? Oder sagt nein? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Machen wir jetzt einen Escape? Ich glaube, den Escape mit dem Eimer habe ich, glaube ich, schon gemacht. In dem vorigen Lauf, glaube ich. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. So, diesmal fallen wir da nicht runter. Das muss man ohne Eimer machen, das habe ich ja schon gesagt. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Auf jeden Fall. Wir werden dieses schreckliche Geheimnis jetzt herausfinden. Was verbergen diese ausgeschalteten Monitore? Wir werden sie anschalten und dann das schreckliche Geheimnis entlüften. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was ist das da oben? Kann man nicht so genau sehen. Das sind 12 oder so. Auf jeden Fall sind es nicht wir, das ist schon mal gut. Das ist 234 eigentlich. Okay, da ist der Bildschirm kaputt. Der ist gefeuert. Bei 427 sollte man jetzt nicht viel sehen dürfen, weil wir ja nicht da sind. Das ist ja noch unserer Höhe, wie lustig. Überraschung, wir sind nicht da. 000? Bei 428? Irgendwas stimmt hier von vorne bis hinten nicht. Das ist ja ganz seltsam.
Ich möchte zur 428. Das sieht nach einem Ausgang aus. Ah. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Gute Had the Frage. bucket been told to do things it didn't wish to do? Gute Frage. What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Oh, das ist eine berechtigte Frage. He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Wir können nur noch dem Eimer vertrauen. Ausschließlich. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Wie hier einfach ein roter Knopf ist. Das ist ja witzig. Habe ich den letztes Mal auch übersehen? Habe ich versucht, den zu drücken, das ging nicht. Das ist eher wahrscheinlich. Aber wir machen das Ganze jetzt aus. Wir haben den Eimer. Wir machen jetzt ein Good Ending. Danach machen wir nochmal ein Bad Ending. Mit dem Eimer. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ja. Kein Mind Control mehr. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Was zum... What? Wait. What was happening? Hey! Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Das ist überraschend. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not... Okay, das ist überraschend. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Ey, der gehört mir, Not while steht this drauf. building has anything to say about it. Das Gebäude hat nichts. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. Ja, To be aber... trapped eternally in darkness isn't really so bad, Okay. Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Ja. Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Was zum... Was ist denn das für ein Ende? Das Gebäude möchte nicht, dass der Eimer geht. Mein Eimer. It's bucket time. Property of Stanley, er gehört mir. Ich darf mit dem Eimer nicht rausgehen? Was ist denn das für eine Frechheit? Ich bin ein wenig erschüttert von dem Spiel. Also von dem Gebäude. Das ist ja... And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this no?
Das, also, ich bin, das ist ja... to go back to, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. So was. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Also das ist schon... Aber wenigstens hat der Narrator nicht gesagt, hier, pass auf, Spiel ist zu Ende, ich mach nichts mehr. Das hätte ich ja irgendwie schon erwartet nach dem... To discover not an indication of any human life. Crushed, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Okay. Was ist denn, wenn ich den Code nochmal eingebe? Falsch. Das geht gar nicht. Das ist ja interessant. Er ist trotzdem frech von dem Gebäude, dass das Gebäude nicht möchte. Also, dass das Gebäude Mitspracherecht hätte. Wie gesagt, wir haben lange genug mit dem Broom Closet oder mit der Besenkammer geredet und diskutiert, um jetzt ganz eindeutig zu machen, das ist ein Eimer und dieser Eimer gehört Stanley. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Offensichtlich zählt das fürs Gebäude nicht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Wir sind jetzt bei 1,27, ne, bei 1,24. Und ich bin bis jetzt fast ausschließlich mit dem Eimer rumgelaufen. Und ich habe gar nicht so viel dazu erzählt. Jetzt muss man mir erstmal erklären, wie man ein Full Playthrough von diesem Spiel in 2 Stunden hinkriegt. Weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich lasse mir gar nicht so viel Zeit an einzelnen Sachen. Ich finde das schwierig. Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except ja gut, eine Sache haben wir wiederholt, aber das reicht immer noch nicht. Leider um die Sachen ohne Eimer zu machen. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Nein! Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? Ja. To take over the machine and claim the power for itself? Auf jeden Fall, das war der Plan des Eimers. Like this. Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Birds? Silly birds. Was? The control buttons became active again. Silly birds. Was ist das denn? So, hier. Stanley flipped through one video of silly birds after another. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. Mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Ich glaube, das hatten wir schon. Das kommt mir sehr bekannt vor. Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery.
Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place. Ja, ist auch das Beste. Living through live streams of the silliest birds imaginable. Toll. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. Ah, ja. Stanley Was was happy. happy. Den Rest des Lebens von Stanley einfach alberne Vögel angucken. Das ist ja super. Okay, hatten wir das Escape-Ending schon? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, guck mal, hier hat der Eimer sogar. It's bucket time. It's bucket time. Hä? Okay. Ah, es ist Zeit für andere Räume. Stanley clutched the bucket tightly to his chin. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ich glaube, das hatten wir schon. Still, Aber no das one was here. macht ja im Stanley needed the bucket's Unterschied. warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Was ich weiß, dass wir unten schon gewesen sind, da bin ich mir ganz sicher, das habe ich vorhin noch gesehen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Ja, wir wissen das, aber... Ah, 8! Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ja, nee, das wird auch nicht passieren. Also das kriegen wir nicht hin. Das machen wir nicht. Warte, jetzt bis der Erzähler von sich ganz alleine 2845. und ganz alleine die Tür öffnet. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened. Komisch! And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Well, whoop-de-doo. Ist nicht ganz akkurat übersetzt. Englisch ist es noch ein bisschen besser, aber sonst ist es schon cool. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Das wissen wir. Wir gehen aber The door trotzdem dahin. behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Das war... At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Tschüss.
Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Das ist, glaube ich, nichts Neues. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ja. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Ja, ja. Der Eimer heißt Willkommen zur großen Ausstellung. Das hatten wir schon. Ja, ja. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstückes vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher in Unwissenheit und Dunkelheit? Da wird eigentlich ein Fragezeichen. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Nee. Can you see the hubris that blinded him? Nein. Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Ja, weiß ich nicht. Er hat mich auf jeden Fall bereichert, er hat mein Leben verändert und auch der Erzähler und das Gebäude wollten den Eimer behalten. Also ganz so unbedeutend kann dieser Eimer nicht gewesen sein. Ein Eimer mit 2 Henkeln. Dieser Eimer ist mit 2 Henkeln abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr werden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. Mann, also habe ich das wirklich... das habe ich bestimmt schon mal gelesen. Aber es ist super. 25 Eimer. Eine Fotografie von 25 Eimern, die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katatonischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so vieler Eimer auf einmal empfand. Ja, das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Eine Ausstellung über Eimer und über die Bedeutsamkeit von Eimern. Inferno-Eimer, oha. Eine Nachbildung des Inferno-Eimers, der im Mittelalter eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzende von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben und trotz allem bleibt die einfache Tatsache bestehen, niemand kann einen Eimer kontrollieren. Natürlich. Der Stresseimer, ohne Kommentare. Rest and relaxation, doing something you enjoy and rest and relaxation. Okay, rest and relaxation. Da kann man dann, okay, man kann die ganzen negativen Sachen da reinpacken und durch den Wasserhahn rausfließen lassen. Das finde ich nachvollziehbar. Das ist eine gute Idee. Viel mehr Eimer sollten Wasserhähne haben zum Aufdrehen. Da ist die Entdeckung des allerersten Eimers. Höhlenmalerei. Wir wissen zwar, dass es Eimer schon vor der Existenz der Menschheit gab, aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnung zeigt, wie der frühe Mensch den praktischen Nutzen des Eimers entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf diesen Zeichnungen ist zu sehen,
wie der Eimer die Benutzung seiner selbst zulässt, nachdem er die Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätze zu nutzen. Ja, das ja, der große, mächtige Eimer. Wer kennt ihn nicht an der Stelle? Er hat Großes für uns getan, er hat Großes für uns geleistet, auch schon bei den No Höhlenmenschen. man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Was die Schrifttafel bereits beschrieben hat. Oh, jetzt bin ich gerne mit dem Laufweg hier durchgehen, aber was mache ich lieber nicht? Ah, der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung zwischen Eimer und Menschheit. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag, es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unserem eigenen Besten. Okay. Und dies ist der einzige Ausweg. Oh, ich kann zum Eimer hingehen. Und ihn mitnehmen. Ah. Wie gut ist das denn? But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Okay. Okay. Was? Okay. Der Eimer als Anführer der Menschheit. Okay. Okay. Das ist ja schon wieder ein neuer Raum. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. It's bucket time. Ja, wir müssen ihn einfach mischen. Wir haben keine andere Wahl. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ich weiß nicht, ob wir das Ende schon gehabt haben. Wie gesagt, wir haben den einmal ja schon mal ein paar Mal gehabt, aber ich meine auch, wir hätten das eine Ende auch schon benutzt. Oh, good, Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. We care about you, Stanley. Das kenne ich, glaube ich, schon. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley parable. Richtig. It's sequel content. Ja. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line, Ja. the Broom Closet. Ja. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, Okay. not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? Ja. We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, Ja. yes, that's Ja. what the fans want. Let's Ja. do it. Das wollte ich die ganze Zeit. Ich möchte wieder die Adventure Line haben. Aber offensichtlich kann ich die Adventure Line nicht fortführen, wenn ich mit dem Eimer unterwegs bin. Ja, das war sowieso das blödeste Spiellevel. Das werde ich auch nie durch. Also das Ende werde ich nie haben. Wenn ich niemals 4 oder 8 Stunden dieses blöde Spiel spielen werde, das wäre vom Sound her auf den Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Ja!
Ja, wie gut. Ich mag die Adventure-Line, die ist super. Now this is what the Stanley Parable is all about. Ja. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Ja. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Na. It's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. Ja, bitte. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Oh nein. Ich muss den Eimer abgeben? Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber die Adventure ist doch super. Alter. Ja, obwohl, ich habe jetzt ja alle Enden mit Eimer gesehen. Also zumindest alle, die ich erreichen konnte. Also von daher... Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. No. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. Das hatten wir schon. This is the Bucket Destroyer. Ja, den kenne ich schon. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Ja. Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Och. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte auch die Adventure nochmal spielen. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Konnte nicht. Ich habe ihn nicht loslassen können. Ich habe gedrückt, aber ging nicht. Hallo Maschine, guten Flug. The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Offensichtlich kann der Eimer nicht zerstört werden. Ich habe es versucht, tatsächlich. Wirklich. Aber ich denke, wir haben jetzt alle Eimer-Möglichkeiten einmal durch. Deswegen kann ich jetzt auch ohne Eimer weiterlaufen. Was war das denn? Ich bin in das Spiel gefallen. Nein! Wie unangenehm. Oh. Ah. Ja, das Knopf-Ende. Das unendliche Knopfdrückende. Aber die fangen alle wieder an zu leuchten, oder? Die nicht irgendwann wieder, gehen nicht irgendwann wieder an? Ja genau, die gehen wieder an. Genau, habe ich eben gerade gesehen. Einfach unendlich viele Knöpfe.
das unendliche Knopfdrückende. Aber ich glaube, hier kommt man auch nicht mehr raus. Also das ist dann auch vorbei. Weil alle Ausschalten schafft man nicht, weil die wieder angehen. Das kann man vergessen. Aber trotzdem schön. Hätten wir das auch erledigt. So, die Luftballons sind noch da. Und der Eimer ist auch noch da. Okay, gut, dann kann ich jetzt wenigstens nicht mehr durch den Boden fallen. Das war ein weirder Fehler. War das für ein 28, wo es nicht weiterging? Da war eine Tür, ne? Bei 28. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Naja. Solitär. Egal. So, wir machen jetzt When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So, das sind jetzt so die Standard-Enden. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. So. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oh, dass ich nicht springen kann, ne? Ich hier drauf. Oh. Hier ist ein... Oh. Oh, wie geil. Ich hoffe nur, dass ich das noch nicht gemacht habe. Das ist ja super. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had Narrator Dialog. off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off Die ganzen Kassetten. that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so Wie far off cool. that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path. Kann ich auch zurückspulen und vorspulen? You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. Ja! Back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? Ja, hätte ja sein können. Just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. Ja, I bet vielleicht. each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Aber trotzdem geiles Ende. Ist ja richtig gut. Aber dass man das tatsächlich schafft, finde ich. Das ist geil. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Das war ja super. Das war schon sehr stark.
When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Das war gut. Das hat mir sehr gefallen. Okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nee. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Das müsste aber eigentlich auch alle schon machen. Sonst hätte ich ja die ganzen I think perhaps we've got Wiggle-Figuren nicht gefunden. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you. What? Really? I was in the middle of something. Do you have danger zero everywhere? consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Ah, hab ich verstanden. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Okay. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Ach, kenn ich schon. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Was this what you had wanted? Ja, Was it worth ruining the das ist aber nicht entire das story I'd written Adventureline-Ending. out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Hat man ja Work alles with schon. me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Ja, das hat man ja schon. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Wie ich trotzdem hier durchkomme, obwohl ich nach rechts gehe. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? Das war am ersten Tag I nicht guess so. it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Das ist dann die Parable Worldwide Leaderboard, ja. Lässt diesmal echte Zahlen? Ich glaube nicht. Das könnte fast sein. Oder die sind auch ausgedacht. 21,3% haben die Intro-Sequenz geskippt. Witzig. This is You, 7 Stunden 37? Platz 9328? Also es klingt ein bisschen realistisch. Friendless is empty. Das könnte fast sein. Only the worst 3% of players choose a blue door. You're superior. 3,5 Stunden. Der ist einfach über. Ach, come on. Joe. Ja, ich komme immer wieder hier hin. Okay, Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Nee. I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Oh. In this game, Ja, das Spiel ist kacke. towards danger. You click the button to move him back to the right,
and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. Ja, So why man kann don't das you 4 give Stunden it 4 spielen. hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Du kannst vergessen. Der Sound ist scheiße, das Spielprinzip ist zum Kotzen. Und man kann es 4 Stunden spielen, danach gibt es tatsächlich ein Ende. Aber tschüss, auf Wiedersehen. You heartless bastard. Ja, Did ja, you ja. do it because you hate babies or purely to spite me? Because Ja, if nur it's mich the zu latter, ärgern. well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. Ja, das kennen wir doch schon. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Hätte ich wurde vergehen sollen. Aha, fascinating. Oh ja, ist What ein do you kleines think this Spiel. game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. To be honest, Firewatch ist ein echt gutes Spiel. Auch wenn es nur ein Walking Simulator ist, aber es ist ein gutes Spiel. Oh no. No, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Ja, das hatten wir schon. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big open, Wir jetzt einfach eine Wand, dass wir dahinter durchgucken right können. or wrong directions, no path to follow. You can just go in any. Oh, thank heavens we avoided it. Man offensichtlich hier durchgucken kann. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. Rocket League. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Auch das kriege ich hin. Ja, keine Autos und keine Bälle so hier. what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Toll, ohne Auto. Juhu, oh, what fun is it? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to... Hold on. What are you doing? Oh. Ah, ja. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back.
Blink Cabinet. Hm. Und das ist das ganz alte Stanley Parable. Ganz, ganz alt. Aber hier ist noch nicht alles fertig. Mit der originalen Half-Life Engine. Oder der Source Engine oder der Valve Engine, wie sie damals hieß, keine Ahnung. Das ist das Ding. So hat es ganz einfach mal ausgesehen. Das ist immer noch hier drin als ja, I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Mhm. Ich auch. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Außen regnet. So, jetzt will er durch die rote Tür gehen. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. Echt But vergessen, eager wie to get wir back to business, Stanley took the first zu open der door on his Adventure left. kommen. Ich glaube, wir müssen einmal den Fahrstuhl runterfahren. Bin mir nicht ganz Stanley sicher. was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Mhm. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Yep. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Mhm. Don't you see that it's killing us, Stanley? Ja. I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Ja, dann mach. Here, Ja. let me show you. Danke. What do we want? What are we looking for? Ah. Here. Yes. Wunderschön. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Das können wir jetzt die ganze Zeit so machen. Wir können hier stundenlang stehen bleiben. Noch minutenlang. Hier kommen noch ein paar mehr Farben dazu. Dann wird es rot und grün und gelb und bunt. Ist alles wunderschön. Hier, jetzt kommen neue Farben dazu. Ganz super cool.
Das ist ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ich kann nicht runterfallen, oder? Ne, kann man nicht. Also es wird sich hier nicht großartig ändern. Es kommen halt noch neue Sachen dazu und dann ist schick. Na, das ist so zum Chillen, zum Entspannen, guter Sound. Aber da brauchen wir. Wir gehen jetzt zurück. No, wait. Where are you going? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Ja, das ist halt schlecht. Das wollen wir natürlich. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Ja, nein. Das passiert halt nicht. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Ja, ist ja gut. Der Reiz ist jetzt ein bisschen aus, aber es ist... Ja, mehr bunte Farben. You are going to stay here, aren't you? Es kommt halt nichts mehr. Auch nicht mehr vom Narrator oder so. So, jetzt haben wir alle möglichen Dialoge ausgereizt. Dann können wir uns jetzt auch von der Brücke stellen. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Ja. No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Na gut. Und danach wieder rauszugehen und festzustellen, das war es auch nicht. There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Nein. Stillstand ist keine Lösung. Allerdings ist das ja auch keine Lösung. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Ja, das weiß ich. Aber ich versuche alle Dialoge auszureizen, Kollege. Okay. Ich habe mich umgedreht und du hast nichts mehr gesagt. Dann kann ich ja auch wieder zur Treppe gehen. Mich runterstürzen. So wie ich es eben schon versucht habe. No. No, no. What are you doing, Stanley? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Nicht mehr viel. Nichts zu tun ist halt auch nichts, ne? Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Ah, es ist sehr langwierig. Yes. Perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. Nee. I know you'll see. You'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? Okay, ja, es ist schön bunt und es ist entspannt, aber man tut hier nichts. Immer noch nicht. No, perhaps not. Es kann ja auch nicht Sinn der Geschichte sein, dass wir einfach da stehen und nichts tun. My God, is this really how much you dislike my game? Nee, überhaupt You'll throw nicht. yourself from this platform over and over to be rid of it? You're Nein, literally willing to kill yourself to keep me from being happy. das Am I vielleicht. reading the situation correctly? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte einfach nur ein anderes Ende freischalten. Mehr nicht. Tschüss. Or Ich maybe lebe you're immer just noch. getting a kick out of it.
I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Ja, es ist schon ein bisschen sad. It looks like you wanted to make a choice after all. Ja, ja. Well, this one is yours. Toll, jetzt kann ich sagen, ich gehe da wieder rein oder ich gehe nach oben. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? Unter dem Aspekt möchte ich dich eigentlich nur ärgern. I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Nee. So, das ist wirklich eines der traurigsten Enden tatsächlich. So schlimm es auch ist. Allein schon die Tatsache, dass man sich proaktiv 4-mal hintereinander vom Treppengeländer runterschmeißen muss, ist schon nicht cool. Man wird auch beim Gehen langsamer, das ist auch schon wieder so ein Ding. Und der Erzähler wird dann auch zusehends trauriger, das ist halt nicht so geil. Das ist also eins der nicht so toll. Aber man muss halt mal, um alle Enden gespielt zu haben, auch da muss man durch. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Okay. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Natürlich. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Dann fahren wir halt nach unten. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Okay, wir können nicht noch weiter runterfahren. Oh, no, it's to the right, my mistake. Entschuldigung, right. No, auch no, nicht. no, not the right. Why would I have ever said it was to the right? Ja, keine Ahnung. What was I thinking? Keine Ahnung. It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Mhm. Now, let's see. We went down, right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Okay. Ah, okay, jetzt kommen wir... No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. Das ist die Adventure-Line-Geschichte. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Nochmal. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jetzt ist aber alles weg, ne? Wir sind wieder komplett im Originalspielverlauf. Ah, das macht mich ein bisschen traurig. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, alles geändert. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Nein. Did you move the story somewhere or... Nö. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Das stimmt. It was right here just a minute ago. Okay. I know for sure that it's here somewhere. Okay. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story.
Ja gut, dann lass mal gucken. Hallo? Ja. Oh, hier ist Licht. Fenster. Fenster sind gut. Ah. Okay. Wusste nicht, dass das möglich ist. Ach, ist auch nur so ein Zwischending. Okay. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Ja, ich bin wieder hier. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Schade, keine Stimme da. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ja, können wir gerne machen. Jetzt haben wir irgendwo irgendwas verpasst. Glaube ich zwar nicht. Aber das kann ja möglich sein. Wenn man den ganzen Kram hat. Da steht eine Leiter. Kurz vor 10? Nee, 20 nach 11. Uhren lesen müssen wir noch was mal können. Ich sehe hier nichts Auffälliges. Nichts, was ich hätte öffnen können. Aha! I knew we'd miss something. The story. Ja, Mann. Here it comes. Ja, was passiert hier? Wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Aber haben wir doch gerade gemacht. Wir sind doch genau die gleichen. Oder? Ja gut, kenne ich halt schon. Ne? Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Ich tue es einfach weg. Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Okay. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Das stimmt. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Das stimmt auch. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Okay. The Stanley Parable 2 Adventure Line. This time, Geil! to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Oh. Just follow the line. How simple is that? Ich hoffe, dass das auch wirklich eine neue Adventure Line ist. Das wäre ja mega. Kann ich übrigens der Adventure Line auch gar nicht folgen? Das geht? Ach nein, die Türen sind weg. Ich muss der Adventure Line I'm done. We're leaving it up to the line from now on. Ja, ich hab's verstanden. Wir müssen der Adventure Line folgen. Ist das die 25 durch? Ich glaube, der Typ Solitär spielt. Oh, ich hoffe so, dass sie ein bisschen anders ist. Das wäre so cool. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Then, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Das ist eine gute Frage. Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay,
Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. Das That got a bit ist weird sehr back there. deep. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Wie groß dieses Gebäude einfach ist. 007. B1. Ja, Wahnsinn. Das ist so. Wie einfach eine Maske liegt von diesem lustigen Spiel da. Dass ich ihren Namen nicht vergessen habe. Ach, wie heißt es denn? Wo man Sachen heistet. Peer Reviews, okay. Okay. Das sind wirklich viele Peer Reviews. Oh, da kann ich nicht rein? Schade. Also geht die. Hä? Annual Reviews, okay. Ey, die Adventure Line geht hier lang. Ach, die bin ich gekommen. Geil. Also muss da fahren. Cut the music. Ganz wichtig. And look at that fern. Ja, ganz wichtig. Da fahren. Stanley, this fern will be very important later in the story. Total. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ja. Okay, da kommt jetzt wieder wirklich was dazu. Das wäre so insane. Wait, what? We're back at the office? Ja. No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Tada! Oh, no, not again. Nicht schon Line, how could you have done this to us? Gute Frage. We trusted you. After everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Ach, das ist so schön. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? Okay. We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Okay. Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Hier ist aber nichts. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Okay. Aber ich glaube, meine Imagination als Stanley ist jetzt nicht so weit. Also, oh, no, not you again. das ist die Adventure Line. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ja, wir können nichts anderes machen, als wir folgen. Es sei denn, wir drehen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Okay.
Nein, ich komme jetzt nicht nach draußen. Das ist ja wild. Ich hätte nicht gedacht, dass der Weg tatsächlich verfügbar ist. Das ist crazy. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem der Adventureline folgen, nachdem ich jetzt 5-mal im Schneckenhaus im Kreis gelaufen bin. Okay, habe ich verstanden. Na gut. Ah, steht da das Stanley Parable 2 Adventureline. Ich hoffe, dass hier irgendwie noch anders. Oder das verwirrende Ende ist tatsächlich das Ende, was passiert. Das wäre auch so geil. Aber dann müssen wir hier ganz schön lange durchspielen. Das ist trotzdem mega. Das will sich echt lohnen, glaube ich. Ist Adventureline verschwunden. So. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Ja, Come, das ist eigentlich Stanley. egal. Our destiny awaits. Ja, genau. Das Problem ist das Verwirrungsende. In grün? Beide Türen geben dasselbe Ende. Das ist total egal. So, Wartungsraum abweichen, im Monitorenraum. Erzähler startet das Spiel neu. Erster Neustart hatten wir. Entdecken, dass der Zweitürenraum nun weitere Türen hat. Ziellos umherwandern. Erzähler startet das Spiel neu. Zweiter Neustart hatten wir auch. Das Büro ist jetzt eine Sackgasse. Umdrehen und noch eine Sackgasse vorfinden. In einem anderen Gebäude landen. Erzähler startet das Spiel neu. Ist nicht ganz so. Dritter Neustart. Abenteuerlinie. Nonsens, Philosophie und Musik hatten wir. Rückkehr zum Büro. Rückkehr zum Monitorraum. Vierter Neustart. Abenteuer im Mission entdeckte Bereiche. Linie wiederfinden. Ja. Ablaufplan fürs Verwirrungsende finden. Ja. Erzählspalter Start Spiel neu. So. Erzähler erinnert sich nicht an bisherige Neustarts. Stanley versucht die Story zu spielen, wird aber wird verhindert. Unfähig irgendwo hinzuhören, irgendwas spielt sich selbst neu. Nächste Neustadt Linie wiederfinden. Anfang der Linie folgen, identische Reproduktion des Büros finden. Die begonnen hat, auseinanderzufallen, versucht das Story zu finden. Erzählstadt. Siebte Neustadt, es gibt kein Büro mehr, nur schwarze. Wenn das jetzt so ist, das wäre der Hammer. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. Wenn das so läuft, ist ja That's what super. this is. Aber wir sind jetzt beim It's all one giant ending. vierten Neustart. And we're supposed to restart the game what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Yep. Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Du hast keine Wahl. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? Nein. Whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Mäp, mäp.
Ja, wir sind wieder aus dem Ding raus. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Oh, wenn das jetzt funktionieren würde, dass ich versuche, die Story zu spielen. Es wird aber verhindert. Dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das wäre der Hammer. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich aber gar nicht. Ich muss ja das machen, was geht. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find. Coming to a staircase, Stanley walked genau upstairs to his boss's office. Schade. Weil es wird halt nichts verhindert. Das ist super, super schade. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Okay. Easy. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Okay. Ich sehe schon, das Confusion Ending wird nicht stattfinden. Jetzt den ganz normalen Standardweg. Also noch mehr Standard geht ja nicht. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What ich könnte hier noch runterfallen. Nein, wir machen jetzt einen normalen Weg, weil er verhindert wird. Dumm zu gucken. Entschuldigung, ob das Confusion Ending wirklich in voller Gänze durchgespielt wird. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. 350. Da sind ja Bilder dazwischen. Bild. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For Nichts. Das Confusion Ending gibt es nicht. Immer noch nicht. Voll schade. Ich wette, viele Spieler hätten sich gewünscht, dass das Confusion Ending bis zum Ende so durchgespielt wird, wie es da steht. Blackness and a rising chill of uncertainty. Mega schade. Jetzt echt gerne. Ich hätte auch eine alternative Adventure-Line cool gefunden. Wurde ja angespoilert in den ganzen Alternativwegen. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Ja, sehr schade. Freedom was mere moments away.
Aber das sind jetzt alles so die ganzen Standard-Endings, die ich halt vorher auch schon mit einem normalen Stanley Parable kannte. Aber man hätte ja schon jetzt beim 5. Neustart sehen müssen, dass ich nicht mit mich, also dass ich das Spiel nicht normal beenden kann und dass irgendwas dafür sorgt, dass das nicht geht. Und das ist ja nicht passiert. Also deswegen das Confusion-Ending jetzt auch nicht so komplett zur Verliste steht. Ich dachte, sie hätten das nachgebaut. Bisschen enttäuscht. Weil als anderes auch mega geil, wirklich. Das hat mich sehr, sehr gefreut, was da an Zusatz-Content drin ist. Und ja auch jetzt. Wir haben ja fast nur einen neuen Content gespielt im Vergleich zu dem ersten Teil, weil wir mit dem Eimer rumgelaufen sind. Das sind ja auch schon 2 Stunden. Also das ist schon cool. Und in dem vorigen Let's Plays oder Streams, die ich gemacht habe, gab es ja auch schon neue Enden. Also es ist schon viel neuer Content. Und das hier sieht auch anders aus. Tatsächlich. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. Die Brücke da hinten und die Berge, das war damals noch nicht so original. Aber das ist ein Standard in den absoluten Stanley was happy. Mhm. Okay. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Ja, das ist auch nichts Großes. Wir können jetzt nochmal das ganz normale Standard-Ending machen. Also was heißt Standard-Ending? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Damit wir jetzt mal einen in Anführungsstrichen schönen Abschluss haben. Mit Abstand, mit Abspann und so, doch, das war richtig. Dann können wir nochmal hier lang gehen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Auch eine Rampe. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Das könnten wir gerne mal ausprobieren. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. I'm asking for, this is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Ah ja, jetzt, wir machen. That's her, Stanley. Zack. No, you can't. Did you just unplug the phone? Ja, ja. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. So ist ja interessant, dass das Telefon kein Telefonanschluss ist, sondern Stromanschluss. Eigentlich auch totaler Quark, weil über einen Stromanschluss kann man nicht telefonieren, zumindest nicht so. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Ist richtig. I can't believe I was so mistaken. Yep. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. Richtig. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Aber gerne doch. Please observe this helpful instructional Einen wunderschönen guten Abend, Talk. Ich hoffe, dir geht's gut. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example,
In this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. Genau. He could invent a machine that eliminates food shortages across the Okay. world to make life better for all people. Okay. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Nein. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense. Naja. No time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Okay. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Absolut. Most medical professionals recommend making 8 at least Entscheidungen 8 pro Tag. choices Das ist per okay, day. damit kann ich Do arbeiten. you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. Ja, das stimmt. And the feeling should subside. At this sehr time, gut. your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Hervorragend. Sehr gut. Welcome back. Es ist alles anders. Es ist alles total wirr. To deteriorate as a result of narrative contradiction. Ja. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Jetzt können wir gucken, was die richtigen Entscheidungen gewesen wären. Jetzt gehen wir zurück und treffen ausschließlich die richtigen Entscheidungen, weil wir gar keine andere Wahl haben, als richtige Entscheidungen zu treffen. Das nenne ich mal schön. Ja, das geht nicht, das stimmt. Haben wir schon gemacht. Ja, das stimmt. Ja, nee, passt schon. Auch das ist vollkommen korrekt. Aber glücklicherweise ist jetzt ja alles abgesperrt. Oh. Penalty for misuse of cargo lift. $1.000. Penalty for jumping off the cargo lift. $5.000. Ja, ich kann ja, geht ja nicht mehr. Dann kann ich mir so schnell. Hier ist. Ah, die Rampe ist nicht da. Ja gut, jetzt nicht, logischerweise. Okay, gut. Dann können wir jetzt ja den ganzen Weg zurückgehen, den wir hergegangen sind, um dann an der Stelle zu landen, an der wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, um dann eine richtige Entscheidung zu treffen. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Das ist okay, damit kann ich arbeiten. Dann gehen wir doch mal. So. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. Okay. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Okay. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Wir haben jetzt ein Lehrvideo gesehen, das uns gezeigt hat, wie man richtige Entscheidungen im realen Leben trifft, mit den ganzen Konsequenzen und so. Und uns wurde gesagt, na, wir sollen nach links gehen. Also gehen wir folgerichtig nach rechts. Das ist doch ganz klar. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Okay, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht können wir die Situation noch retten. Vielleicht. Oh, lass uns rechts gehen. Und gucken, was hier passiert. Noch sieht das gut aus. Noch sieht das gut aus. Ah, ich weiß nicht. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to.
Ja, nun. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Ja. Now look where we are. My entire game is destroyed. Ja. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. Nun. What, did you think that would be funny? You just had to see? Ja. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Ja. He actually knows how to do what I tell him to. He Naja. understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. Weiß ich nicht. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Ein Spielkind, ja. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. Weiß ich. You would have destroyed Ja. it and been victorious. Hab ich schon im It would letzten have been so Durchlauf. perfect. I worked so hard on it. Ja. I tried so hard to make behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open The good old doors, Stanley Parable. he entered the door on his Ergibt left. wenig Sinn, aber ich versuche es mal zu lurken. Jetzt ergibt tatsächlich wenig Sinn, wenn du es mal selber spielen möchtest. Und du hast einen ganz großen Teil verpasst, und zwar die besten Teile. Ich mache gerade die Playthroughs, die schon gewesen sind. Also die ganzen neuen Sachen, die habe ich im Prinzip alle schon durch. Obwohl, es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Weil das Problem ist, also das hier ist ja nicht The Stanley Parable, sondern es ist The Stanley Parable Ultra Deluxe mit New Content. Und wie gesagt, 2 Stunden lang haben wir fast ausschließlich neuen Content gespielt. Nein, es ist alles heile? Das ist seltsam, das dürfte nicht sein. Ah, okay, doch, hier ist es ist trotzdem kaputt. Es ist anders, wir können nicht nach unten gehen. Okay. Das Alte habe ich damals ja auch extrem gesucht und dann passt das ja. Sonst freue ich mich ja nur ein bisschen. Ja, eigentlich fast gar nicht, wenn du den ganzen Rest nicht gesehen hast, weil ich habe das letzte Mal im Mai 2022 das Spiel gespielt und da habe ich schon neuen Content gespielt. Und jetzt, wo aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, andere YouTuber und Streamer vor 3-4 Monaten oder vor 2-3 Wochen angefangen haben, das Stanley Parable zu spielen, dachte ich mir, ich kann jetzt ja meinen angefangenen Playthrough einfach mal zu Ende spielen. Weil momentan ist so, also Kaya Jana hat damit angefangen, Gnu hat damit angefangen, ich habe noch 2-3 andere YouTuber gefunden und ein YouTuber hat reingeschrieben, no commentary, full Playthrough, 2 Stunden, 12 Minuten oder so. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, weil ich alleine schon mit dem Playthrough vom alten 3,5 Stunden gebraucht habe und da habe ich das Spiel schon auswendig gekonnt. Also keine Ahnung, wie man das in 2 Stunden, 12 Minuten durchspielen soll mit dem neuen Content. Ist mir nicht erschließbar. Gar nicht. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Echt? Nightshark 115. Nightshark 115, ja. Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up. Richtig. But now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Ich muss mal kurz die Einstellungen gehen und gucken, ob es eventuell, Sprache, Deutsch und Anzeigen, Audio. Nein. Tastenzuweisung. Die haben es nicht aus Spaß in der Freude eingebaut. Ich kann mein Audio, meine Sprache nicht ins Spiel integrieren. Okay. Dann hat er vielleicht irgendwelche Speedruns gemacht, ohne die Steuerungsweise zu genießen. Das weiß ich halt nicht.
Das müsste ich mir mal angucken, weil ich finde eigentlich ja, obwohl ein Speedrun bei Stanley fände ich auch interessant, aber eigentlich nicht so wirklich cool. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, Und right there on selbst the wall. dann, also stand nicht Speedrun dran, selbst dann, wie gesagt, der neue Content alleine sind mehr als 2 Stunden. Also das im Speedrun durchzusuchten. I'm sorry, is there a problem? Du kannst ja nicht mal laufen. Du kannst mit Shift ja nicht laufen oder so. Speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ja, danke für deinen Crucial Step, aber Night Shark Okay, 115, keine Ahnung. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Ja. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, schade. Ich kann ihn nicht steuern. Ich bin jetzt einfach über ihm. Das ist das eigentliche Standardende, was vom Standard abweicht. Stanley, please. I need you to make a choice. Genau, das ist halt das klassische Ende, so wie man es hätte spielen können. Are you listening to me? Aber wir machen gleich nochmal 2 Sachen, die ich ausprobieren möchte, und dann müsste ich so ziemlich alles gemacht haben, meine ich. Ja, mittlerweile auch schon 5, 6 oder 7 Stunden in dem Spiel. Mach doch irgendwas. Irgendwas. Vielen Dank, Talk. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Danke für die Bits. Basiert auf der Arbeit von Stanley Parable 2013, auch schon 10 Jahre alt. Aber ich kann, wenn man Stanley Parable mag, das alte Deluxe nur empfehlen. Es ist so ein gutes Spiel. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass Kaya Jana das Spielprinzip nicht verstanden hat. Ich habe das von Gnu noch nicht angeguckt. Aber naja, will ich jetzt nicht weiter dazu sagen, kann man sich mal angucken, muss man aber auch nicht. Ich dachte mir nur, es wäre ganz witzig, weil ich Kaya Jana als Komiker so ganz witzig finde, weil er angefangen hat zu streamen oder so, aber naja, Stanley Parable hat, glaube ich, 2 Stunden gespielt und hat sich hauptsächlich im Broom Closet eingeschlossen. War witzig, aber ja. So, wir gehen jetzt nochmal einen Teil des Standardweges. Wir können sogar den normalen Weg gehen. Und zwar gibt es da eine Sache, die habe ich eben gerade erst mehr oder weniger per Zufall rausgefunden. Und da muss ich mal gucken, wie da das Ende ist. Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping him coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Kennen wir schon. Kriege ich das Ende mit der Tür hin? Ich glaube nicht, ne? Das ist so schwierig, ey. Okay, I think we all... Ah, sehr gut. So, das habe ich nämlich jetzt auch nur auf eine andere Art und Weise gespielt. Ich kann trotzdem den Broom Closet etwas Quatsch. So. Das fand ich immer das schwierigste Ende, weil es so schwierig ist, einen Punkt zu finden, an dem sich die Tür schließt und an dem man dann wieder zurückgehen kann. Aber auch das könnte man denken, es ist ein Glitch, ist es aber nicht. Selbst dieses Ende hier ist vom Spiel berücksichtigt, was ich total krass finde. Vielleicht ist immer noch da. Wie cool, ich hätte im Nachhinein den Eimer immer noch mitnehmen können. Das ist ja super. Jetzt ist die 428 offen, da habe ich so lange drauf gewartet. You are now leaving, genau. Kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Ich kann nicht mal rufen, das muss zu Fuß gehen. Kann ich da auch noch hier? 754, na egal. So, dann müssen wir wohl die Treppen nehmen, dann haben wir keine andere Wahl.
grundsätzlich gar kein Problem. Aber durch meine Lightbox, oder durch meine Softbox, die mir direkt ins Gesicht scheint, was ja dann den Greenscreen so unterstützt, sehe ich noch viel weniger als ohne Softbox. Das ist ein bisschen doof. Also wenn es richtig dunkel ist, dann ist halt auch richtig dunkel. Also ist ohne Softbox tatsächlich einfach. Ich habe mal versucht, ohne Softbox zu spielen. Wenn so dunkle Passagen sind, ist es tatsächlich so. Schon ein bisschen krank, aber so oder krass, dass eine Softbox dir ins Gesicht leuchtet, dann für dein Auge so einen krassen Unterschied macht. Schon witzig. So, irgendwann sind wir auch da, wo wir hinwollen. Irgendwann. Man könnte denken, wir laufen die ganze Zeit ins Unendliche, aber nein, es gibt tatsächlich ein Ende. Also es gibt irgendwann den Punkt. Genau, hier. Die Escape Pod Lounge Bay. Jetzt, hier geht es halt richtig in den Escape rein. So. Nur um zu gucken, dass ich überhaupt noch vorwärts komme, weil das ist das einzige Licht, wo ich mich orientieren kann. So. Oh nein, ich sehe überhaupt nichts mehr. Das ist natürlich auch ganz hervorragend. Ah. Hä? Normalerweise gibt es einen Escape, in dem man einsteigen kann und dann ist vorbei. Aber egal. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. So, jetzt machen wir noch eine andere Geschichte. Der Weg ist fast der gleiche, aber doch ein bisschen anders. Er führt noch ein Stück weiter, und zwar gehen wir bis zur Mind Control Facility. Um dann etwas zu machen, was ich im Original noch gar nicht ausprobiert habe. Ja, wenn man oft genug hier durchgegangen ist, sagt der Erzähler auch so, komm, geh einfach durch, was soll's. Du weißt doch, wo es lang geht. Auch voll gut. Wahrscheinlich habe ich mich gerade mit dem Rücken zum Escape-Pod gedreht, weswegen man den nicht gesehen hat. Aber normalerweise ist er wirklich so ein Pod-Ding, wo man als Person reingehen kann. Naja, aber auf jeden Fall habe ich es zumindest getriggert, sonst hätte er nicht neu geladen. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Und jetzt gibt es hier eine Geschichte. Da mache ich mal das Licht an, weil ohne Licht geht es, glaube ich, nicht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Kann ich mich hier runterfallen? Das geht im Originalspiel auch. Aber im Originalspiel ist das ein Fehler. You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome. You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. Genau. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. So here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more content, more. Yeah. And I'm here to give it to you. Okay. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game with secrets and Easter eggs. Sehr gut. How about this? We wrote a new piece of music just for this section. Sehr gut. You won't hear it anywhere else in the game. Sehr it's gut. A secret that's just for you. Nice. That's how special you are. We call this track Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Good job. You did it. Good job. 3, 2, 1. Good job. You made it to the bottom of the mind control facility. Der Text singt das Ganze nochmal. Wie gut.
ending. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier and chase your dreams. But railings don't mean anything. Good job, you did it. Good job, you did it. Das ist so. Man könnte sich wirklich drüber freuen, wenn man wollen würde, aber letztendlich ist das so ironisch und sarkastisch, dass man sich denkt, ja, okay, es ist jetzt gut, du darfst aufhören. Das reicht jetzt auch. Ja, genau. Und neu geladen, hervorragend. Jetzt versuchen wir noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob die überhaupt funktioniert. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. It's bucket time. Das kann sein, dass alleine durch die Tatsache, dass ich den Eimer mitgenommen habe, es überhaupt nicht mehr geht. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No. Und jetzt The bucket was wrong. versuche ich nochmal in dem Raum hier auf die Planke zu kommen. Ja, das geht ja tatsächlich. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. Das ist ja mega. The cargo lift. Yes, go there. Go to the cargo lift. So. So. Ich nehme hier um die Ecke, in diesem Lüftungsschacht, den ich von der anderen Seite, von da oben, überhaupt erst gesehen habe. Diese Planke habe ich vorher noch nie berücksichtigt. Okay, der Content ist noch nicht anders als zuvor. Doch, der ist anders. Oder? Das ist auch so. Hier liegen überall Kassetten mit Narrator-Dialog drauf. Das ist so geil. Das sind alles Kassetten vom Erzähler. In jeglicher Form, Fassung und auch in jeglicher Sache so, was ich. Das sind ja ganz verschiedene Kassetten einfach. Von den Kassetten. Nicht CDs oder irgendwelche anderen Bänder. Nein, es sind einfach Kassetten. Der ganze Raum ist voll mit Kassetten, wo der Erzähler drauf ist. Wie geil ist das denn bitte schön? Ich habe das beim ersten Mal echt wirklich gefeiert. Das war echt krass. Das Ding steht hier auf Stopp und da steht drauf Evidenz 252. Okay, jetzt bin ich neugierig. Das kenne ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Hier steht noch eine Tasse. Time to wake up. Ist das Woke-Ending? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da bin ich aber neugierig. Day number 295, tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, das ist so it's gut. Always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. Oh, wie gut ist das? There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently. Das ist so gut. Also, is in my arms. Die ganze Geschichte mit dem Eimer ist ganz großes Kino. Feels so. What do I do with this treasure? Das ist so gut. I can monetize it. Wie witzig. Das steht ja auf Reverse. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there?
Was? Was war das? Das ist mit Abstand das weirdeste Ending, das ich bis jetzt gesehen habe. Mit Abstand. Ich habe echt viel Kram gesehen mittlerweile bei dem Alter Deluxe-Ding, ne? Aber das ist wirklich mit Abstand das weirdeste. Gibt es jetzt irgendwelche Enden, die ich noch nicht gezeigt habe in der Alter Deluxe Version? Ich glaube nur noch. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room. Nur noch das Ende, perfectly well. wenn Perhaps wir he nach wanted to Hause stop by the gehen. employee lounge first, just to admire it. Das würde ich jetzt noch machen. It was okay. Und dann müssten wir eigentlich mit allen Enden, die ich gefunden habe, durch sein. Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize Nachtsorge, schlaf gut. Und falls du nicht mehr hören, lesen, sehen, guten Rutsch. Komm gut rein ins neue Jahr. There's someone you've been neglecting, Stanley. Dankeschön. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Ja, komm, mach jetzt Durchs Spiel. That's her, Stanley. Jo, weiß ich. You need to be the one to do this. Ja. To reach out to her. Danke. Vier, 2, 7. Oh, Stanley, is that you? Ja. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Alles klar. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. No. Schade. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Nein. Didn't want to commit their life to you? Nein. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ja, es ist vollkommen okay. Sag mir, wie trostlos und traurig mein Leben ist. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Guten Morgen, Mitarbeiter 427. Drücke Q auf deiner Tastatur. Und ich kann halt auch nichts anderes machen. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Richtig. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Auch das ist vollkommen korrekt. Bitte drücke F. Okay. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Ich kann nichts anderes Now machen. he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Ja. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Es ist ein einfaches und simples Leben. Hat sich Stanley selbst so ausgesucht. Er verdient Geld, er kommt nach Hause, er geht zur Arbeit. Ein ganz einfaches, simples Leben, auf dem er nur umherreitet und nur Tasten drücken muss. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. Es könnte tatsächlich sogar so sein, was a reminder that dass none of it would alles, ever happen to him. was wir gespielt haben, nur in seinem Kopf stattfindet. Diddly. Deswegen auch das hier alles nur Imagination ist, denn jedes Mal, wenn wir einen weiteren Knopf drücken, verwandelt sich ein Gegenstand unseres Wohnhauses oder Wohnung weiter in ein Büroteil. Überraschung. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Auch eine interessante Idee, warum man sowas aufregend findet, aber wenn man so jemand ist wie Stanley, kann das natürlich sehr aufregend sein. So, wenn man da sitzt und denkt so, was wäre eigentlich, wenn das ganze Bürogebäude leer ist und ich könnte tun und lassen, was
klingt eigentlich logisch, wenn man sich überlegt, dass unten in dem ganzen Gebäude eine Mind Control Facility ist. So he went further. He imagined that he Die came eigentlich to in jedem 2 Gebäude open doors heutzutage, weiß man. and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. Ja. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Das haben wir auch schon in unserem wunderschönen Lehrvideo von dem anderen Durchlauf gesehen, dass unsere Entscheidungen, wenn wir eventuell Zweifel haben, dass unsere Entscheidungen irgendetwas zu bedeuten haben würden, und wenn was, sollten wir uns immer wieder klar machen, dass wir ein ganz, ganz kleiner Punkt im riesengroßen Universum sind und eigentlich unsere Entscheidungen keine Bedeutung haben. Das macht alles viel einfacher. Das stand so in diesem, das wurde in diesem Lehrvideo so erzählt, und natürlich ist es auch genau. Deswegen. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. Ja. And he called it the Stanley Parable. Also schon geil, wenn das jetzt hier so weiter erzählt wird. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Drücke ihm, deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. Ja, hallo, Schaufensterpuppe. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Ja, Realitätsflucht ist manchmal nicht das Schlechteste, behaupte ich. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ich kann noch nicht mal es nicht tun, weil sich dann die Story nicht weiterentwickelt. Auch das habe ich schon mal ausprobiert. Und wenn ich jetzt M drücke, wird der Erzähler sagen, aha, guck mal, er kann tatsächlich nichts anderes. You see? Ja. Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Drücke T, um nichts zu hinterfragen, ist auch ganz hervorragend. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried again. Ja, das ist halt sehr sad. And I tried. Aber auch ein Ende, was man mal gesehen haben sollte. Ich denke mal, wir haben jetzt ziemlich alles durch. Ich müsste echt sehr stark überlegen, was wir noch nicht haben. Also das Ende hier habe ich auch schon gehabt. Das Knopf-Ende. Button Pressing End. Habe ich die Tür schon geschlossen? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Ja. Nothing will hurt me. Nothing will break me. Genau. In here I can be happy forever. Genau. I will be happy. So Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. So, ich glaube, so ziemlich alles, was wir hätten machen können, habe ich gemacht.
das simple Ende, mich einfach darunter zu stürzen, haben wir, glaube ich, schon gesehen in einem anderen Playthrough, in einem anderen Stream. Und das unten im Kreis laufen und abheben und wirr werden, wenn wir nach unten in den Keller gehen, haben wir auch schon gesehen. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt noch andere Sachen triggern könnte. Ich werde noch mal in mich gehen, aber ich denke mal, das wird es gewesen sein mit Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich werde jetzt die nächsten Tage, vielleicht heute noch, meine anderen Streams, die noch auf Private stehen, veröffentlichen. Dann könnt ihr euch den ganzen anderen Kram angucken als New Content im Stanley Parable Ultra Deluxe Ding. Ansonsten, wenn ihr selber spielen wollt, holt es euch und spielt selbst. Es ist ganz hervorragend. Wer den Originalteil mochte, wird den hier lieben. Das ist so viel noch mehr Humor und Kram drin. Unfassbar. Alleine schon, wenn es dann den zusätzlichen Inhalt geht, da passieren wilde Dinge, also ganz wilde Dinge. Und auch der alte Content sollte im neuen Spiel auch nochmal durchgespielt werden, weil sich einige Sachen tatsächlich unterscheiden. Also durchaus wichtig, das ganze Spiel in alter Deluxe-Mode nochmal durchzuspielen. Komplett. Einfach damit man alles gesehen und nichts verpasst hat. So, und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Restabend, eine wunderschöne Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an alle, die sich das Ganze nochmal im VOD angucken oder eventuell auf YouTube. Vielen Dank an alle, die im Chat aktiv gewesen sind. Vielen Dank nochmal an Talk für die 100 Bits. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch einen wunderschönen, guten, erfolgreichen Rutsch ins nächste Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr definitiv wieder. Dann geht es halt nochmal weiter mit Elden Ring, Chrono Trigger und mit Frostpunk. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Restabend, eine wunderschöne Nacht. Mir noch zu sagen, ich bin LeKris. Das war The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich verabschiede mich und sage bis zum